Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Livestream. Heute ein Quest, 2 Livestream und hier bin ich. Ich kann heute leider, da es ja ein autarkes Quest Spiel ist, kann ich nicht direkt in den Chat reinschauen. Ich habe mein Handy hier hingelegt, ich werde ab und zu mal kurz auf ein Handy schauen und in den Chat reinschauen, dass ich auch ein bisschen mit euch kommunizieren kann. Aber es geht halt nicht wie sonst, dass ich das wirklich im Game machen kann. Das gibt die Quest leider nicht her. Ich habe verschiedene Möglichkeiten gesucht, aber jetzt keine direkt gefunden. Ich hatte eben noch Soundprobleme, ich hoffe, die sind jetzt behoben. Kurze Meldung, ob Bild okay ist, ob Sound da ist, ob ihr mich gut versteht. Ansonsten würde ich das ein oder andere noch ein bisschen anpassen. Von der Lautstärke her, kleiner, lauter. Und dann gehe ich jetzt mal in die VR-Welt. Wir zocken Interkosmos 2000 und es ist ein, ich würde sagen, Arcade-Weltraumsimulation. Ich glaube, das trifft es ganz gut. So. Ich hoffe, passt soweit alles. Ich habe mir das Game mal 2-3 Minuten angeschaut, um mal ganz kurz reinzuschauen, ob soweit alles funktioniert. Und es gibt Trainingsmissionen, die werde ich mit euch natürlich auch machen, weil ich kenne das Spiel ja selber nicht und ich wollte euch einen First Impression Eindruck geben, wie man damit klarkommt. Ich weiß auch nicht, wie gut oder wie leicht das Spiel ist. Wir haben aktuell noch keine deutschen Untertitel. Ich weiß auch nicht, ob die noch reinkommen. Ich habe den Entwickler gefragt, aber noch keine Rückmeldung bekommen. Falls ich die Rückmeldung bekomme, werde ich das auf jeden Fall am besten im Discord bekannt geben. Unten ist der Discord verlinkt, da könnt ihr gerne mal drauf gehen. Und ist noch relativ klein und aktuell auch sehr ruhig. Durch meine Pause bedingt sind auch einige abgesprungen. Kann ich nichts dran ändern. Ich versuche halt jetzt immer wieder weiter Content zu bringen und auch den Discord wieder zu beleben. So, dann haben wir hier die Möglichkeit, den Helm an- oder auszuschalten. Ich lasse den aus, weil mich das stört, wenn ich hier die ganze Zeit den Helm sehe. Ist natürlich realistischer, aber wir lassen es einfach mal. Dann haben wir Controls. Hier wird uns ein bisschen was gezeigt, was wir hier machen können. Grab Trigger, Universalmenü und so weiter und so fort. Controller Movement Disable, ich glaube, das heißt, ob ich mit dem Thumbstick mich im Raumschiff bewegen kann, aber das machen wir lieber durch Ziehen, also wir können uns an Griffen festhalten, dann ziehen, das zeige ich euch gleich. Pulling Items, weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint ist, lassen wir aber auch erstmal auf Standard. So, ich mache gleich einfach New Game, und jetzt schaue ich noch mal ganz kurz in den Chat, ob soweit alles in Ordnung ist. So, und auch noch mal Hallo an Ethernetten. D-Cat ist leider arbeiten, aber trotzdem Dankeschön, dass du mal kurz reingeschaut hast. Ja, hi Klaus Dietmar. Ja, mir geht's wieder blendend. Pause ist jetzt vorbei und ich will wieder echt aktiver werden jetzt auf YouTube. Hab ja schon einige Streams jetzt schon gemacht. Wanderer, Pavlov mit dem Quiz letztens, das hat mir echt richtig Spaß gemacht. Ja, und heute mal ein richtiges Quest-Game. Ja, scheint dann erstmal alles soweit gut zu sein, hoffe ich mal. Wie gesagt, gerne sonst in den Chat reinschreiben. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. So, mal schauen, wie ich mich da anstelle. So, First Steps. Machen wir. Launch. Ich hoffe natürlich, dass es auch euch gut geht. Dir auch, Klaus Dietmar. So, wir sind im Raum. Welcome, Cadet. You are now ready to face the final step of becoming an astronaut. Or cosmonaut, depending where you're from. First, you need to get used to those bulky gloves. Notice the blue handles around. You can grab them and pull or push yourself in order to change the position on the spaceship. Genau, das muss ich euch sagen. Now Also pull es reicht yourself nicht towards nur, the computer. dass man Grip drückt, sondern man muss Grip und Trigger drücken und dann hält der sich ganz fest. Grab the wrench in front of you. So. Auch ein bisschen blöd, ich weiß nicht, ob es gewollt ist oder ein Fehler ist. Eigentlich würde ja die Grip-Taste reichen. Aber gut. Good. The wrench might be needed if something breaks. You
can attach it to one of the stickers to keep it from flying around. The Hier haben wir so computer in Magneten. front can be powered on with the bottom left button. Können wir die dran packen? So, erstmal so ein bisschen zur Story. Es ist, glaube ich, kurz vor 2000. Also es gab ja diesen 2000er Bug, dass dann die Welt untergeht und so weiter. Und das wird hier ein bisschen thematisiert. Und ja, wir versuchen, glaube ich, mit dem Raumschiff hier irgendwie die Welt zu retten oder sich selbst zu retten. Und ja, wir wollen eine ganz coole Story haben. Wie gesagt, leider nicht auf Deutsch. Grafisch ist das für die Quest vollkommen in Ordnung. Ja, hat man jetzt hier auch die Welt, hier sieht es sehr vermatscht aus, da kann man nicht leben. Aber alles andere hier im Cockpit sieht echt ganz cool aus. Gefällt mir. Ist echt gut gemacht. So, jetzt machen wir mal hier den Computer an. The column of buttons on the left changes the computer mode. For now, switch to prog mode to display the currently loaded program. Jetzt ein bisschen in den Chat reinschauen, hat noch keiner geschrieben, okay. Ob alles in Ordnung ist, wie gesagt, wenn irgendwas The nicht bottom stimmt, row meldet has euch. different options, depending on the selected computer mode. Let's press the next button in order to proceed. Okay. Jetzt geht hier ein bisschen der Computer. On the left side of the computer, you will find a radio. Ja. That's where my voice comes from. Listen to it carefully. Your survival may depend on your correct understanding of orders. Aufgepasst. If you forgot the last command, push the button on the radio to hear it again. Push the button. Let me If you know. forgot the last command, push the button on the radio Push to the hear it button. again. Okay, hier haben wir einen Button, If wo you dann forgot halt... the last command, push the just kidding. That's Das it. geht. Look around. You should see a data pad. Grab it. Datapad ist da, oder? The data pad is a device that should help if you forget what to do. It always displays the checklist for the current procedure. Okay. Notice stickers above the screen. Stick the data pad to it to keep it from flying around. Free-floating objects can be dangerous in space, so keep your ship tidy. Also was ja auch nicht selbstverständlich ist, ist diese Kollisionsabfrage von Remember, Gegenständen. the data pad will always help you figure out next steps, so you won't get lost in space. When ready to proceed, hit the next button on the computer. Machen wir gleich. Ich möchte nur ganz kurz was erklären. Also ganz in den meisten Spielen haben wir ja das Problem, wenn wir irgendwelche Gegenstände in der Hand halten, können wir die einfach durchziehen. Ne? Und das geht halt hier nicht. Ne? Wie bei der Blade and Sorcery. Kollisionsabfrage ist ja echt gut. Und das gibt dann auch so ein bisschen Realismus mehr. Ne? Ich wollte gerade schon hier auf den Live-Chat kommen. Okay, nochmal kurz in den Chat. Ich hoffe, der funktioniert auch. So. Jetzt nochmal Next drücken. Jetzt machen wir auf. Was jetzt? Hast du was angegangen hier? We will train the life support system. As you can imagine, it is crucial. If you don't know how to support life on your capsule, you may cease to live. But don't worry, this is a training scenario. It means everything is simulated. It is not possible for you to die. Was gut. Gut zu wissen, wir können nicht The sterben. alarm panel above your Schade. head will warn, and then alarm you if something with the life support or power is wrong. Here is a simulation. Oh, You can press the master alarm button to disable the sound of the alarm. macht einen schon ein bisschen nervös, ne? That will be fine for now. But remember, in real-life situations, this won't make the problem go away. Also das macht nicht das Problem, behebt nicht das Problem, ne? The life support system is located on the right-hand side of the cabin. Your breathing produces CO2. Oh, hier At sind wir high im dritten Bereich. concentrations, it is toxic, so you need to filter it out from the cabin air. The current filter is unfortunately full and needs to be replaced.
Das ist natürlich cool. Wenn ich irgendwo hingucke, kommt der Untertitel auch dahin, wo es dann auch wichtig ist. Ne? Also das ist ganz cool gemacht. You will find a spare filter in one of the drawers. Take it and plug it in the filter slot. Ich stehe jetzt erstmal irgendwo hier dran. Packen. Ah, guck, das wird nicht weggefliegt. Wir haben gelernt, ne? Umherfliegende Gegenstände sind gefährlich. Good job. We will now regenerate the spent filter. Grab it and move to the middle of the cabin. Put the spent filter in the filter regenerator slot. Then pull the red handle next to it. Boah, das war aber gerade fies. Okay. Great. After regeneration, a filter is ready to be reused. Okay, seht ihr, jetzt wird es hier weiß. You don't Das want to heißt, find der yourself wird without a gereinigt. clean filter. Und Let's get fertig, back ne? to the front of the cabin. Push next on the computer to continue. Dann packen wir einfach hier rein, haben wir wieder einen, der in Ordnung ist. Das probiere ich aber jetzt mal. Wow! Okay, also das ist mal übel. Okay, also ich weiß nicht, wie umfangreich das Ganze hier ist. Aber wieder zurück so. Also das dreht ganz gut im Kopf schon, ne? So, machen wir weiter. So, was hat er gesagt? Let's get back to the front of the cabin. Push next on the computer to continue. Okay. If the air in the spaceship becomes toxic, decompression will get rid of all the good and bad stuff from the cabin. The big red valve on the right side of the cabin is the decompression valve. Decompression. Use the decompression valve to bring the CO2 level back to normal. Ah, guck mal hier. Good. Now, close the valve. That's it. As you see, the oxygen level also decreased. Use the oxygen valve to add O2 in the cabin. Ah, guck mal, That's dann enough. geht Now, der close Druck auch the hoch. valve. Good job. Remember to keep the amount of O2 in the Versuchen optimum wir alles range. auf Null zu kriegen, ne? Too much oxygen can be explosive, while not enough, well you need it to breathe. Now observe the situation where O2 level is correct, but pressure is too low. Use the nitrogen valve to correct the pressure in the cabin. So, jetzt haben wir hier grün. Da haben wir fast grün. Welcher Alarm ist jetzt? Ist ja wirklich toll. Oh! Ist wieder zu. Ja, was war mein Handy? Pilot, use the nitrogen valve signed as N to restore the correct pressure in the cabin. Jetzt haben wir. The nitrogen is neutral and will help you to keep the pressure in check. Okay, das sieht eigentlich ganz gut aus. Too Oder? much pressure will increase the cabin temperature. On the other hand, low pressure will chill the cabin. Both situations are not nominal and may cause components to fail. Okay, So einfach. you successfully stabilized the atmosphere in the cabin. Press next on the computer to continue. So, dann haben wir schon mal ein Live-Support-System gecheckt. Wie geht's weiter? Another crucial component of the spaceship is power. Without electric power, you won't be able to do much. Das So leuchtet pay rein. attention. We will load the EPU training program. But first, eject the floppy from the computer. Floppy disk. Pilot, find the floppy disk marked as EPU training program and load it in the computer. Muss ich reinpacken? Ah, guck mal. Das ist schon mal gut. The EPU stands for Electric Power Unit. It is located on the left side of the cockpit. Every system on the spaceship uses power. The EPU generates a certain amount of power through cells. If you generate less power than you consume, the battery will be running down. Now switch one additional power cell to generate more power. Also hier haben wir die einzelnen
Akkuzellen wahrscheinlich, C1, 2, 3, die können wir dann einfach dazu schalten, machen wir auch gleich. Ich habe eben noch ganz vergessen zu sagen, dieses Switch Game, one more power cell on the dieses power Game unit. gibt es auch als Flat-Version, die ist 2017 erschienen. Ich glaube, das ist aber hier ein komplett neu entwickeltes Spiel. Switch one. There you go. Always observe the amount of electricity produced and consumed. You don't want to discharge, neither to overcharge the battery. If you do, this will happen. A malfunction. The currently used electricity bulb will stop working. If this happens, switch the power bus. Haben wir hier keinen Weltraummülleimer? Pilot, find and flip the bus switch on the EPU on the left side of the cockpit. Good. Now the power is routed through another bus, and everything should be back online. This will be the perfect time to fix fuses, which might have blown on the occasion of an overcharge. Go to the middle section of the cabin using the blue handle. There, on the left side of the cockpit, you will find the fuse box. The fuses just saved you from serious trouble. But one electrical bus is not functional. You need to replace the blown fuse in order to restore it. Great. Now both electrical buses are functional. Remember to keep it Packen wir die that einfach way. hier rein, ne? In case of emergency, you always want the Kaputt. secondary bus to be functional. You can always check the ship status on the computer. Das kann man Switch wahrscheinlich computer wieder to ein. diagnostics mode. Diagnostik. Here, you will have access to current power and life support data. You can also check here for existing malfunctions. Also ich glaube, das ist verdammt umfangreich, das Ganze hier. Looks like something is wrong. Ach nee. Take the Geosphere. wrench and hit the Random. malfunctioning panel with it. Oh, eine Malfunction Panel. Oh, da. Also ich habe es im Trailer gesehen, dass man das so reparieren soll. Congratulations. That concludes Leuchtet the ein, life oder? support and power training. Now you should be able not only to stay alive, but also keep your ship functional. Both are necessary for the success of any mission. So. Akkuzellen dann wieder aktiviert. Wir werden so Pilot, sterben. Cadet school was easy. Now comes the real challenge. If you want to call yourself an astronaut, you need to understand maneuvering in space. It is not easy. So pay attention. Okay. First, we'll need to select a target. Switch computer to target select mode. Target da oben. Good. On this screen, you will be able ISS. to see all the available targets. For now, we want to select the ISS. Pilot, find the floppy disk with the proximity training program and load it in the computer. Remember to eject any previously inserted floppy. Unfortunately, current technology only allows the computer to accept one floppy at a time. Okay. First, we'll learn how to rotate the ship. Nicht, dass ich gleich reiern muss. Move the joystick in all directions in order to rotate the ship. Okay, now close the visor of your helmet. When closed, it will display important tools for navigation. The square in your visor shows the location of your target. Ach, so wird er eingeblendet, okay. The crosshair shows the front direction of the ship. Use the joystick to point the ship directly at your target. The joystick now applies low force. If you want to move faster, switch the joystick force to high. Ja. You can always control the speed of the joystick with this switch.
Good. Oh. Now we're going to practice the roll of the ship. Nee. Put the X-axis switch to roll position. Erstmal nochmal so. So. Da wollen wir rein, ne? Jetzt gucke ich nochmal kurz in den Chat rein. Wenn er denn überhaupt noch funktioniert. Hallo DeLorean, hallo Danny. Den Chat reinzupacken ist einfach, aber ich sehe den leider nicht in der Quest. Also den Chat, den packe ich einfach mit OBS rein. So, was will er jetzt von mir? Aber schön, dass ihr dabei seid. Kennt ihr das Spiel? Habt ihr es auch schon gespielt? Switch X-Axis to Roll Position. Move the joystick left and right. You are now free to practice rotating the ship. When you are ready to move on, press next button. Weil der Chat kommt ja von YouTube und das YouTube-Fenster kann ich ja in OBS einfach einblenden. Now we're going to practice moving the ship. We will change the joystick from Ich hoffe, rotation mode Bild to und Sound ist translation okay. mode. Gerne mal Rückmeldung. Habe ich Put the bisher noch nicht mode gekriegt. switch to transposition. Switch Mode. Mode Trans. Move the joystick to the right. To the right. The bars attached to the crosshair show your movement in relation to the target. Muss ich jetzt Now nach look rund? to the right. On your visor display, you will notice a circle. The circle shows the direction of your movement. Now move the joystick to the left. You will notice the circle also moves, showing the direction of your flight. Okay, ich verstehe gerade nicht, was See how the passiert. circle also moves left. It will always show the direction of your movement. Use the joystick to eliminate the drift, represented by the bars attached to the crosshair. Aber die ISS ist da unten. Using Joystick eliminate on X and Y axis. Gut. Ja? Meinen die da diesen Drift hier? Ah ja, okay, okay. Now use the Ah, das ist der thruster under Drift. your left arm to give your spaceship some backward thrust. Grab it and pull it towards you. Don't worry, we've limited your speed now, so you won't go too fast. If you fly in another direction than you look, an arrow will point you to the circle. Now push the thruster forward to slow down and get some forward speed. Now let's try out the handbrake. The handbrake adapts your speed to your target. It's a great invention. Use it if you lose control of your movement. Ah, guck mal. You can now Okay, press 0-0. the ship. When you are ready to move on, press next button. Boah, das ist schwerer als ich dachte. Hallo Homer K. Dankeschön. Nein, ich streame das Bild nicht im Oculus Browser, denn ich benutze Chromecast. Und dahin streame ich. Now we're going to practice the approach. Switch the computer to target selection mode and select Soyuz as the new target. Target Selection. Soyuz. Wahrscheinlich. Approach to Soyuz. Confirm. Good. Now switch the computer back to prog mode in order to continue the training program. Good. On the right side of the computer you see the alignment panel with the nav ball. This tool will help you orient yourself in space. So The this- buttons below the nav ball control which direction is shown on the nav ball. For now we want to see where the target is, so press the tar button. Tar Button? Ah, guck mal hier. Below the nav ball, you will also notice a single switch. It is used to lock your rotation to the currently selected direction. Switch it on.
Use the joystick to point the ship directly at your target. Aber das wird nicht funktionieren, wenn das hier... Remember to Ja, switch ja. to the rotation mode in order to do that. Ich wollte gerade sagen, Trans-Mode müssen wir ausmachen. Wie kommen wir denn da hin? Point ship at target. Da müssen wir hier auch noch. Use the joystick to Ah. point the ship directly at your target. Da muss man erstmal verstehen, was sie alles von einem wollen. Aber ich finde es cool, ist einfach mal was anderes. Und wir spielen ja noch nicht mal so irgendwie Story-Mode, ist ja noch Trainingsmodus, ne? So. Okay, pilot. Time to approach the target. Above your head is the engine's control panel. Your spaceship is equipped with two types of engines, powerful OMS and light RCS. Each engine has a high or low power mode. For proximity approach, set your engines to RCS and high power. RCS, High Power. Put the mode, switch to transposition. Use the joystick to eliminate the drift, represented by the bars attached to the crosshair. Okay, now use the thruster under your left arm to give your spaceship some forward thrust. Okay, nochmal kurz reinschauen. Don't worry, we've limited your speed now, so you won't go too Ich weiß fast. nicht, warum Oculus oder Meta das nicht schafft, für Streamer hier sowas reinzumachen, dass man das direkt in der Brille sehen kann. Aber gut. So. Das versuchen wir mal, ne? Great, we're moving forward. Notice the vertical bar on the left of your visor. It shows your speed towards the target. This information is also displayed above the computer. You can always see your relative speed and distance to the currently selected target. Pilot, use the joystick to adjust the direction of your movement. You want the circle to overlay the square on your visor. Okay, it's time to speed things up a bit. We're lifting the speed limit, so you can apply more thrust. Oh. 10 Meter pro Sekunde. Approach your target, but closely monitor your speed and distance. You don't want to crash it. Das wäre blöd, wenn wir was crashen, ne? When you will be close to your target, slow down either by applying backward thrust or using the handbrake. Okay. Oh, da kommt schon näher. Great. You should see the Soyuz in front of you. We will attempt to dock, but first we'll need to find and scan the hatch. For that you will use a scanning gun. It's yellow and looks like a gun with a screen. Scan the hatch. Hatches have those little red lamps in order to be more visible. Try to scan a hatch by pointing the scanning gun towards it. You got it. Docking hatch. 1. Remember, you always need to scan a hatch before docking. After scanning, you can see a representation of a docking corridor dash. Boah, Leute, das schaffe ich nie. You need to enter this docking corridor in order for the docking procedure to start. Was will der jetzt von uns? Wo müssen wir hin? So. Fly into the docking corridor. Da müssen wir doch Rotation wieder einschalten. Weil wir wollen doch... Fly inside the docking corridor to start the docking procedure.
Jetzt fliegen wir langsam drauf zu. Sagt er uns auch gleich hier stoppen? Fly inside the docking corridor to start the docking procedure. Also ich wäre ein ganz schlechter Raumschiff-Pilot. So. Fly inside the docking corridor to start the docking procedure. Ja. Also muss ich jetzt hier in den Punkt, ne? Würde ich jetzt mal tippen. Fly inside the docking corridor to start the docking procedure. Also irgendwie... Irgendwas mache ich komplett falsch. Also ich versuche jetzt wirklich in die dicken gelben Vierecke reinzufliegen, ohne hier dieses Overlay zu beachten. Oh je, oh je, oh je. Okay, wir müssen irgendwie drehen. Fly inside the docking corridor to start the docking procedure. Ja, das sagst du so einfach. So, jetzt müssen wir wieder nach oben fliegen. Oh je, oh je. Fly inside the docking corridor to start the docking procedure. Ich muss mal kurz komplett bremsen. Also so schwer habe ich mir nicht vorgestellt. Ich dachte, es wäre ein bisschen Arcade-mäßiger. Hallo Stefanie, schön, dass du dabei bist. Fly inside the docking corridor. Stefanie ist die einzige, die mich hier Tupac nennen darf, ja? Wenn ich jetzt hier Schwanz mache, komme ich dann wieder irgendwie in diesen Modus rein. Fly inside the docking corridor to start the docking procedure. So, wir müssen ein bisschen langsamer werden. Fly inside the docking corridor to start the docking procedure. Ich versuche jetzt ein bisschen runterzukommen. Und dann irgendwie... Ich drifte doch wieder. Fly inside the docking corridor to start the docking procedure. Ich verstehe es nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier gerade falsch mache. Weil er ist schon wieder weg. Ich bin verzweifelt. Fly inside the docking corridor to start the docking procedure. Soyuz, current Soyuz, okay.
Wenn ich jetzt so bleibe und nach vorne fliege, kriege ich die doch wieder nicht. Fly inside the docking corridor to start the docking procedure. Ich versuche einfach jetzt mein Bestes hier reinzukommen. Oh, nicht so schnell, nicht so schnell. Hier runter wieder. Fly inside the docking Ja. corridor to start the docking procedure. Ja, ja. Aber ich glaube, ich muss jetzt, wenn ich gleich fast da bin, muss ich umschalten auf Rotation. Fly inside the docking corridor to start the docking procedure. So, guck mal, ich bin doch jetzt fast da, oder? Ich fliege ein Stück nach vorne. Ganz langsam. Ich weiß nicht, ob der sich jetzt meldet, wenn ich gleich richtig bin. Fly inside the docking corridor to start So. the docking procedure. Oh. Nein. Oh, der driftet wieder ab. Boah, das ist schwieriger, als man denkt. Fly inside the docking corridor to start the docking procedure. So, ich versuche jetzt mein Bestes hier. Aber mein Bestes ist nicht gut genug. Oh je. Fly inside the docking corridor to start the docking procedure. Ich drehe mal irgendwie komplett, dass ich mir das mal ein bisschen anders anschauen kann. So, schalte nochmal um. Fly inside the docking corridor to start the docking procedure. Es ist unglaublich, wie schwierig das ist. Habe ich mir echt nicht so vorgestellt. Langsamer. Fly inside the docking corridor to start the docking procedure. Almost there. Now make sure that you will disable the auto-align switch under the NAV box. Ey You Leute. don't want the ship to rotate while you dock. That's it. You are now in position to begin the docking procedure. Move to the back of the spaceship. Okay, das ist Hedge. Okay, aber jetzt gucke ich trotzdem mal kurz bei euch rein. Also meine Hände sind nass geschwitzt. Ohne Scheiß. In order to proceed, please move to the back of the spaceship. Nicht, ja, übel werden kann einen auf jeden Fall auch. Und nicht verzweifeln. Ich versuche auch nicht zu verzweifeln. Okay. Wir müssen jetzt. In order to proceed, please
Please move to the back of the station. Okay, wir müssen jetzt nach hinten. Da, wo mir eben schon schlecht... Bei dem Ding kann man nicht schlecht werden, wenn man jetzt wirklich die Position wechselt. Hier, zack. So. Pilot, docking is a delicate and dangerous process, so we need you to be concentrated. In front of you, you can see a Soyuz capsule. The bigger screen, located in front of you, shows the main docking data. The smaller screen and the data pad on your left show instructions. Correct angle. First, we need to rotate the ship to the correct angles. Use the right joystick to change your rotation. Ich glaube, das ist die perfekte Position, oder? Ja. Das, was uns angezeigt wird. So, und jetzt müssen wir wahrscheinlich... Switch mode to trans in order to control the translation of the ship. You need the hatches to be aligned. The horizontal and vertical alignment are controlled by the right joystick. You can control your alignments with the right joystick. You can control your alignment. What is alignment? Ja, scheint ja so erstmal gut zu sein. Pilot, your alignment is not correct. Ne? Was? Alignment 4,32 vertikal. Correct horizontal 0,5 Meter. Kapiere ich jetzt gerade nicht. Target is still off. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Was will der von uns? Target is still off. Target is still off. Pilot, correct your alignment. Nee. So, das ist ja okay. So. Pilot, your alignments are not correct. Adjust them with your right joystick. Mich irritieren die Balken da. Oh, komm mal hoch. Nein, runter. Oh. Hoch. Pilot, your alignment is not correct. So. Okay. Jetzt verstehe ich's. Target is still off. Ja, ist gut. Wir müssen wahrscheinlich genau mit dem Pfeil hier rein. So, jetzt noch ein bisschen mehr nach rechts. We can start approaching the target. The left joystick controls your forward and backward movement. Pilot, approach target using the left joystick. Ja. Genau, jetzt fliegen wir genau auf diese Dings zu, aber wir sollten nicht so schnell.
12 Meter sind nicht so weit, ne? Pilot, continue your approach to the target. Was jetzt? Was jetzt? Und wo kommt das Geräusch? Wo kommt das Geräusch? Keine Ahnung, okay. Pilot, approach closer to the target. Ganz, ganz langsam, dass wir nicht zu krass andocken. Ach, das ist der hier, wie weit wir noch entfernt sind. Wir müssen drosseln, sonst ballern wir da voll gegen. Da will ja keiner, ne? Also ADAC gibt es hier nicht im Weltall. You are still too far from the target. Na komm, ganz slowly das Ding einführen. Ja, da wird ja schon der Bilder, ne? So. The mating lock switch is located on the right of the docking panel. Docking sequence complete. Congratulations, pilot. You are now capable of performing all the basic space procedures. You should be ready to face the challenges of space. Remember to keep your head cool and check the checklist if you forget any procedure. You should find a reminder of all necessary steps in there. Find and scan This hatch. concludes your astronaut training. You will be able to pick up your certificate when you're back on Earth. Press the button on your computer to proceed. Jetzt warte, ich versuche mal kurz aufzustehen. Ne, okay. Ah. Das war schon ganz schön schwer, oder? So, erste Trainingsmission war das. So, mal ganz kurz nochmal reinschauen hier. Okay, scheint, wenn jetzt der Chat nicht spinnt. Ich starte den nochmal kurz neu. Er hat keiner mehr geschrieben, okay. Dann werden wir jetzt noch eine Mission machen. Kann ich jetzt einfach First Steps. Systems, Flight, Docking. Haben wir alles gemacht, ne? Also sind wir jetzt hier bei Mission. Normal Simulation. Nee. Nee. Wir bleiben bei normal. Mal schauen. Noch bin ich noch nicht so fit, dass ich mir dazu traue, ja? 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. 0. All engines running. Liftoff. Oh, wir starten. Guck, Launch wir heben ab. trajectory nominal. Matroschka. Oder Babuschka. Nee, Matroschka, ne? Na gut. Grafisch ist das jetzt natürlich vom Feuer her und so nicht so der Burner, aber Altitude at 5.2. Trajectory is still nominal. wir starten schon mal. Vital signs are critical. Oh, wie geil wäre in so einem Spiel auch deutsche Übersetzung, ne? Damn. Apply cardiac restart pulse. But what if it kills him? Just do it. Oh, wir sind unmächtig geworden. Welcome back, pilot. Hi. Mission Control Munich here. I am the mission flight director. We had a communication blackout for longer than anticipated.
Okay. Pilot, your vital signs were critical. We were fearing the worst. Alles gut, mir geht's gut. Malfunction detected. It looks like the electric power unit is damaged. Pilot, if you can hear us, hit the electric power unit with your wrench. Guck mal, repariert. Everything looks back to nominal. Pilot, do you copy? Wie antworte ich? Pilot, can you hear us? Reporting radio damage. Pilot, push the button on the radio. Oh, okay. Confirming, the radio is fried. Damn. It looks like we have only one way of communication. We'll have to work with that. Mission control here. To approach the International Space Station, start the proximity approach procedure. Select the ISS on your computer. Okay, target, down, ISS, confirm. Munich, Houston here. We would like to remind you that we are on a collaborative mission to the ISS. Are you sure the pilot hasn't blacked out? Affirmative, Houston. We can see the data. The pilot is conscious. Copy that. Pilot Houston here. We will be tracking your progress and providing support. We hope you didn't crack your head. Vital signs are nominal. Munich, Moscow here. We would like to remind you this is a collaborative mission. Geiler Akzent. Moscow, you really don't need to repeat what we just said. Pilot is fine. Our reading shows the spaceship is as good as new. It was built by the brightest minds of our nation. Moscow, since you mentioned that this is a collaborative mission, we have the same readings. Houston, then why are you asking if the pilot has blacked out? Moscow, we have to make 100% sure that the pilot is conscious. Wo sehe ich What denn if he jetzt did die? crack his head? Houston, but you just received confirmation from our artificial intelligence that the vital signs are nominal. Moscow, better triple than double check. Houston, but we all just triple checked. It is not that pilot is a space monkey who can push only one button. Moscow, seriously? Do you train your monkeys to push only one button? Gentlemen, remember, this is a collaborative mission. Everything is under control. Ach, guck mal, Please do made not in occupy the Ukraine. frequencies. Design Copy in that, Polen. Munich. Copy. Mission control here. To approach the International Space Station, start the proximity approach procedure. Select the ISS on your computer. Ist das schon längst passiert? Target acquired. Proceed to proximity approach procedure. So. Switch auto align to lock on target. Auto align. Now for everyone. Our mission is to re-establish control of the International Space Station. We are on the clock here. If we fail, we will lose the ISS. Switch Mission auto align to lock control. on target. We need to determine the reason Oh, that's why you? we lost control of the ISS in Point the first to, place. okay. Point towards target. Correct. We will perform a flyby procedure. It should give us some answers. Munich, are we sure that we have time for that? We'll have to make time for that. Pilot, the approach of the new millennium will generate what we call the Year 2K bug. Houston here. So, wann Our fahren wir mal analysis zum shows Target? that all computer systems might fail after Ist doch midnight. We eigentlich... need to apply a system update to secure the ISS against it. Ah, jetzt kommt's langsam. Okay. Moscow here. We need to correct the orbit of the ISS before midnight, or it will burn in the atmosphere. Correct.
Unfortunately, we cannot apply the update from Earth. Communication with the station is lost. Time is our enemy. The Y2K bug is no joke. Pilot, do you copy that? Yes. Spaceship copies. Everyone remember, failure is not an option. Any mistake may lead to irreversible mayhem. We need to focus. Let's get to work. Godspeed So, to you wo all. kann ich den Drift denn jetzt Copy. Elimination machen? Ich sehe ja gar nichts mehr. Copy. Mission Control. Wo sehe ich den Drift? Sehe ich den hier? Ich hatte eben so eine schöne Anzeige hier. Aber auf einmal nicht mehr, ne? Okay. Na komm. Sehen wir mal da jetzt. Ich habe keine Ahnung gerade, weil das im Training ganz anders war. Okay. Oh, wir haben keinen Filter, oder was? Oh. Was ist da hinten denn? Okay. Okay. Das müssen wir trotzdem erst noch mal alles hier. Brennt hier irgendwo was? Nee, ne? So, wir hauen jetzt alles mal auf grün. Gucken uns natürlich, dass wir ein Problem kriegen hier mit dem Druck. Komisch, dass ich bis dahin gar keinen Filter drin hatte. Das hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Oh, sollte er erstmal reichen. Was haben wir denn hier noch? Filter drin? Okay, erstmal ein Filter. Battery is empty, das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Pipe Leak, Patch the Leak. Noch eins. Wir schauen mal. Haben wir irgendwo noch was defekt? Nö, ne? Da ist noch eine Schlauch, aber ne, das ist der, den wir gerade gefixt haben, ne? Der Teil wurde mir auch nicht erklärt.
Fällt aber auch hier nicht dran, ne? Das ist ja auch sehr gut. Temperature. Was jetzt? Halbleak. Haben wir doch. Ein Gasleck. Wo soll denn ein Gasleck sein jetzt? Wo soll ein Gasleck sein? Also finde ich ein bisschen merkwürdig, dass mir hier jetzt Gasleck angezeigt wird, obwohl ich jetzt schon repariert habe. Das ist ein bisschen blöd. Ja, genau. Naja. Wollen wir vielleicht auch irgendwie wieder dahin, wo wir hinwollen? Das hier, die ISS da vorne? Ja, klar. Wir müssen einfach ein bisschen näher ran. Wir geben mal ein bisschen Gas. Okay. Drifting to far. Ja, wenn ich mal wüsste, wo man diesen Drift jetzt wieder wegbekommt, auf was muss ich achten? Kann ich hier irgendwo den Computer anmachen? Distance. Ich weiß nicht, habt ihr eine Idee, wo man jetzt diesen Drift korrigieren kann? Ich habe gerade gar keine Idee mehr. Das sieht auch noch okay aus. Aber wir haben jetzt zum Glück ein Autodrifter. Drifting to far. Malfunction. Use wrench to fix the malfunction.
Okay. Hallo Kim, schön, dass du dabei bist. So, weiter geht's. Eliminate Drift using Joystick. Also da fehlt mir jetzt... Ach so. Ah. Schon richtig so. Ah. Also Tanzmode war schon richtig. Das kriege ich nicht weg. Das dauert ja einfach zu lang. Ich meine, wir bewegen uns ja immerhin, ne? Das will aber nicht wirklich weg. Das ist... Station control here. Spaceship is now in proximity of the International Space Station. Well, ain't she a beauty? The ISS sustained unspecified damage. We lost remote control of the station. It has been knocked off course. Pilot, your mission goal is to perform a flyby and to localize the damage of the ISS. We will assess the next steps from there. Moscow here. Our reading indicates that damage has occurred in the Destiny module. Houston here. The Destiny module can be identified as attached to the central Unity module. It doesn't have any solar panels. Pilot, get ready to engage in flyby procedure. Ah. Use your scanner gun to locate the Destiny module.
mal einfach mal ranfliegen. Das versuche ich ein bisschen besser zu machen als eben. The Destiny module is attached to the Unity module in the center. Destiny-Modul, wo ist der Destiny-Modul? Da? Docking Hatch. Docking. You should recognize it as the module without solar panels. Ist jetzt das Richtige? Find the Destiny-Module using Scanner. PC 1. Keine Ahnung, ob die das meinen. Okay. Ach, das ist ja wieder das Ding, was ich nicht beeinflussen kann. So. Jetzt schauen wir noch mal. Wir fliegen jetzt einfach mal ran. Schalten noch mal hier um. So, vielleicht kann ich von hier aus nochmal was anderes scannen. Vielleicht das hier? Great, we've got it. Now approach the module. Ich glaube, das ist das hier unten. Muss da unten sein. Kann man ein bisschen näher ranfliegen vielleicht? So, ein bisschen nach vorne. Locate Destiny. Toll. Was soll Destiny denn sein? Da ist das Gefühl. Destiny, also known as the US Lab, is a primary operating facility for US radios. Also muss das doch das sein, ja. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Einen normalen Anflug hätten wir jetzt hier mit Sicherheit locker schaffen können. Aber jetzt weiß ich nicht, was die von mir wollen.
oben. Anomaly detected. We see some strange data here. Moscow here. We confirm anomalous data. It suggests there might be an electric discharge, probably occurring on the surface of the module. Houston, are we missing something? Well, hard to tell. There was supposed to be an antenna there. Houston, antenna is broken, just like the radio you installed in the spaceship. What more errors might we expect? Moscow, none. Everything else works just Hi, fine, ja, as you Zocker, schön, surely dass du can dabei check in bist. the readings. Yes, we normally check more Yes, than double. yes. That's for sure. More than Gentlemen, double. please focus. Ja, The missing helft mir antenna mal. explains why we lost remote control. Let's start the docking procedure already. Ja, Once wohin? complete, the pilot will be able to load the system update and regain control of the space station. Copy that. Pilot, mission control here. Let's move to the docking procedure. International Space Station configured for capture. Okay. Copy mission control. ISS configured for capture. Okay, wir sind im Pilot, use Location. the scanning gun Modus. to Das heißt, locate the erstmal docking hier hatch. in unseren Pilot, Korridor move rein. the spaceship to the docking corridor in front of the scanned hatch. So. So. So, ich fliege einfach mal langsam ran. Pilot, move the ship to the docking corridor in front of the target hatch. Ah. The red box is unlocked. Secure the red box. Wir brauchen noch einen Mission Filter. Control, we are receiving information about an unsecured red box in the spaceship cabin. Mission control here. Please repeat. What was that with the red box? A red box seems to be lying around the cabin. That is impossible. Data Mal wieder ein shows bisschen was. it is. Wow. There is no red box on board. I don't understand. Houston here. We confirm. Our readings show the same. Moscow also confirms that information. Wo sollte es mal But there passen? never was a box installed in there. According to the AI, there is one now. Yes, I can see that now. But again, we never installed a red box in there. Mission control. Houston here. We have no idea where that might have come from. Definitely not from us. Moscow here. We are not responsible for interior decorations. Broken radios, missing antennas, flying red boxes. Definitely not our style of life. What are you trying to say, Moscow? If we would have installed a red box, it would be locked and safe, for sure. Do you mean that we installed a red box that we don't know about? Why would we do that? Houston, honestly, I don't know why you do things you don't know. But that reminds me of a similar situation, like in 1961. Moscow, you are crossing a thin red line here. That wasn't our work back then, and you know that. Well, it wasn't ours either. So here we go again. Moscow, Houston, who put the red box in there? And what the hell is it?
nothing. Not us. Absolutely nothing. Nee. Definitely not us. There is still an unknown Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt box wirklich flying around. an der richtigen Yes, we all Docking-Dings can read the lande. messages. Wir haben ja 2 Stellen gehabt, wo wir andocken Sorry, konnten. Mission Control. We can't always take responsibility for what is red. Well, someone has to. Enough! We'll get back to this later. Can we please move forward? Time can kill us. Good. Let's get back to work then. Whatever, Moscow. Copy, Mission Control. Fine, Houston. As always, fine. Copy, Mission Control. Ich komme nicht richtig in das Feld rein. Ne, der driftet wieder komplett ab. Also. Sehr gut. Also in der Hilfemission war es besser. Komm, wir gucken mal, ob wir da nicht andocken sollen. Dieser Pfeil, der führt uns doch komplett woanders hin. Langsam kommt er. So. Der Finger jetzt weg. Oh, ich verstehe das Spiel nicht so ganz. Muss ich zugeben. Also ich versuche jetzt wieder da in dieses Viereck zu kommen. Dieser Kreis lenkt mich gerade ab. Ich weiß nicht, was der für eine Rolle spielt. Tja, kann sich nur um Stunden handeln noch. So, Chat war eingeschlafen. Hallo Zitronenarzt, hallo Duca, hallo Hundelunge. Völlig losgelöst, ja.
Also, ich muss sagen, es ist schon cool, aber meiner Meinung nach auch zu schwer. Also für mich auf jeden Fall. Das ist noch nicht mal der Simulationsmodus, ne? So. Ich habe echt gar keine Ahnung, was dieser Kreis jetzt soll. Das ist doch mein Docking. Ja. Mein Docking-Korridor. Was soll das da oben? Ich glaube das nicht. Aber gut. Wir probieren es einfach nochmal. Ja, ein bisschen Gas. 2 Meter pro Sekunde. Ja. Ja, wir haben immer so einen Drift drin, den müssen wir immer wieder ausgleichen. Also es ist schon ziemlich komplex, das muss man sagen. Ich nehme noch ein bisschen Dampf zurück, weil wir wollen gleich nicht die Torhüter verpassen. Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr alle dabei seid. Schade, dass ich mir den Chat hier nicht reinlegen kann. Aber, so. Ich bin jetzt genau im Kasten. Aber, es wird mir wieder da oben der Kreis angezeigt. Ich kapiere das nicht, kann ich nicht. Ich meine, im Training war dieser Punkt und dann war man auch richtig. Und da musste man nur reinfliegen. Komm, wir gehen nochmal. Verdammt jetzt. Oh, nee, nicht rückwärts, nicht rückwärts. Keine Chance. Disable Auto Align. Wo macht man Disable Auto Align? Es wäre cool, wenn der jetzt auch noch leuchten würde, mal. Align with the target. So. Normalerweise müssten wir jetzt den hier aktivieren. Wir sind ziemlich nah dran. Kann ich jetzt schon hier was machen? Was hat er jetzt? Ah, okay. Was ist das hier, ne?
müssen wir den nee, das war falsch. Den Modus und genau, jetzt müssen wir noch drehen. Jetzt müssen wir den Winkel noch anpassen. Das blöd, dass das Ding hier rumfliegt. So, wenn wir den Winkel haben. So, das ist schon mal perfekt. So, ich gucke noch mal ganz kurz zu euch in den Chat. Ich sehe eine Karte von unserem Kontinent, aber du fliegst im All. So. Nein, nein, nein. Da war ich zu schnell. Oh. Da ist irgendwas kaputt gegangen. Ah, komm. Was haben wir jetzt? Electricity. Oh, Electricity Bus. Okay. So, neuen Filter. Da könnte man einen Koop-Game draus machen eigentlich. So. Ist wieder alles in Ordnung. Den werden wir jetzt auch nochmal. Aber eigentlich ein ganz cooles Spiel, aber ich glaube, man muss echt ein bisschen länger als 1-2 Stunden damit verbringen, damit man mal ja, die ganzen Basics drin hat. Ne? So, wir haben wieder Power, Malfunction, Dock-Computer. Warum Malfunction Dock-Computer? Ja. Ach. So, nochmal weiter. Wir müssen entwickeln, noch ein bisschen hoch. Nein. Okay, wir sind eigentlich drin. Wenn man sich jetzt hier mal konzentrieren könnte auf das Wichtigste. Fuses. Oh. Zwei schon kaputt, okay. Na komm. Das ist bald. Kann ich mal vernünftig arbeiten hier. Computer, Malfunction, hit panel with. Welcher? Was ist denn jetzt hier der Computer? Der Computer muss oben der sein. Aber wo ist denn jetzt hier was defekt?
So viel Pech kann doch keiner haben, oder? Docking. Malfunktion. Docking. Computer. Keine Ahnung. So, wie komme ich jetzt noch mal näher ran? Och Leute. Sagen wir, ist doch schon ein bisschen irgendwie Beschäftigungstherapie, oder? Irgendwie ein Problem an der Voltage. Kam jetzt noch mal näher ran. Mann, Mann, Mann. So. Ah, jetzt. Okay. Bisschen näher ran. Also keine Ahnung, warum der anzeigt Computerdefekt. Ganz vorsichtig wieder. Komm, einschnackeln. Capture confirmed. Manual control deactivated. Mann, Mann, Mann. Free drift. Mission control. Free drift initiated. Retracting tracking probe. Docking interface hooks closure. Hard mate confirmed. Man, we confirmed successful mating. Mission control, we confirmed docking successful. We copy. Congratulations, everyone. Welcome to the International Space Station. We're on time, but our mission isn't over yet. Stay focused. Post-docking leak check is underway. Pilot, please move to the front of the spaceship in order to prepare the system update procedure. Houston here. Pilot, we need you to use the front computer and load the system update program on the yellow disk. Moscow here. The program we agreed to load is on a red floppy disk. Mission control. Seen? Red again. That doesn't mean anything. Wer war denn jetzt? Thank you, mission control. Program loading. Install process at 50%. Hallo Sunshine. Install Schön, dass process du will dabei complete bist. in 3, 2, 1. Detecting multiple anomalies.
Readouts suggest gas leaks in the cabin. Pilot, find the leaks and use the pads to cover them. Stabilize the atmosphere. Spaceship readouts are nominal. Thank God. Pilot, are you okay? Vital signs nominal. Good to hear you're okay, pilot. Great to see you in good shape, cowboy. So, viele haben wir nicht mehr, Anomaly ne? detected. Pilot, it looks like this little adventure blocked the exit hatch. You won't be able to leave the cabin. Mission Control, Houston here. From our analysis, it looks like the update didn't go through. Remote control of the ISS is still not possible. Mission Control, Moscow here. We are sorry to inform, but the update failed. The ISS is still out of control. Pilot, we need a new plan. Please stand by. Machen wir den Filter nochmal We see sauber. some weird data coming from the ISS. It looks like the dock mating is not stable. If we stay docked, the hull will break. Copy that. Pilot, begin emergency undocking procedure. Undock, okay. Wir docken aus. Das war mein Handy. Separation confirmed. Undocking successful. Pilot, we are in a new situation. The update is confirmed to have failed and the ISS is still out of control. We are working on a backup plan. Please stand by and wait for further instructions. Mission Control, this is Houston. We have an idea. Und was haben die für eine Mission Idee? Control, can you hear me? Pilot, choose coordinates for fake star. That's an order. Pilot, we have received new coordinates. It would be wise to follow new orders. Switch computer to target mode. Fake star. Pilot, perform a proximity approach to the selected coordinates. Confirming spaceship is on way to new coordinates. Pilot, this is Mission Control. We see that you entered new coordinates. What is going on? Mission Control, I was on phone. Comrade couldn't wait with New Year wishes. Did you already decide on a plan? Negative, Moscow. Houston, Ja, okay. do you know what is going on? Also ich werde die Mission jetzt hier nicht zu Ende spielen. Yes, Würde jetzt hier just den a cigarette break, you know? Oh, great, really? Stream erstmal. I thought we lost you. So, mache jetzt hier mal Pause. Also vom Story-Modus her echt cool, gefällt mir. Ist aber verdammt schwer, also da muss man sich noch ziemlich reinfuchsen. Ihr habt ja gemerkt, wie unsicher ich da jetzt noch bin. Oh, sorry. Also mal ganz kurz gucken, ob noch Leute im Chat sind. So, der Chat lebt noch nicht so wirklich. Ja, also ich denke mal, dass man da 2-3 Stunden noch investieren muss, dass man dann wirklich mit der Steuerung und so weiter besser klarkommt. Und dann, ich denke mal, dann macht es auch wirklich Spaß. Also gerade war es noch so ein bisschen krampfhaft, aber ja, hat mir trotzdem Spaß gemacht. Es ist halt mal was anderes, nicht immer irgendwo einfach ballern oder so, sondern einfach ja wirklich mal ja, ein bisschen simulationsartig. Also richtige Simulation wird es jetzt nicht sein. Ich habe ja auch den normalen Modus gespielt, dann gibt es ja auch noch wirklich einen Simulationsmodus, um das noch ein bisschen realistischer darzustellen. Und ja, wer da drauf Bock hat, kann es natürlich probieren. Also ich würde erstmal mit dem normalen Modus anfangen und dann erstmal ja, sich ranfuchsen. Und wenn es dann besser klappt, kann man immer noch mal einen Schwierigkeitsgrad hoch. Ja Leute, ich hoffe, euch hat mein erster Livestream gefallen. Gameplay-Livestream, ja, kann man auch sagen. Und ja, wird es mit Sicherheit jetzt öfters mal geben, dass es wirklich Quest-autarke Gameplays ich zeige, egal jetzt ob in Livestream oder auch Videoaufnahme. Müssen wir jetzt mal schauen, was ich als nächstes mache. Wanderer will ich auf jeden Fall auch noch weiterspielen, da bin ich ja auch noch nicht fertig.
will ich nächstes Mal auch wieder mit meiner Index probieren. Da hat mir Steam ein paar Tipps gegeben, was ich probieren kann, damit der Joystick jetzt nicht mehr ausflippt. Das muss ich nochmal testen, ob das funktioniert. Und dann werde ich wahrscheinlich Donnerstag dann nochmal Wanderer streamen. Und würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch dabei seid. Ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, jetzt auf den Abo-Button drücken. Und ja, hier einen Daumen rauf natürlich. Wenn es nicht gefallen hat, der kann natürlich auch Daumen runter machen, ne? Wie euch es beliebt. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao.